So, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen heute die Beläge der Feststellbremse bei unserem 107er wieder verbauen. Die neue sind gekommen, da zeige ich euch, wie der Einbau funktioniert. In einem vorangegangenen Video haben wir ja die Beläge ausgebaut. Die Infokarte blende ich euch jetzt oben rein. Und dann wollen wir auch keine Zeit verlieren, startet direkt nach dem Intro mit dem Einbau der neuen Beläge. So, bevor wir anfangen, diese zwei Beläge dann wieder an Ort und Stelle an der Hinterachse über unserem Achswelleflansch anzusetzen, möchte ich euch geschwind zeigen, was alles dazugehört. Ein Bild blende ich euch jetzt ein. Die ganze Bremsanlage der Feststellbremse für eine Achsseite besteht aus 7 Teile. Ich habe einmal die 2 Bremsbacker oben und unten. Ich habe die Rückzugfeder, habe zweimal eine Andrückfeder, einmal das Stellrad und dann die Verbindungsfeder zwischen Belag Oberseite und Belag Unterseite. Das sind schon alles meine Teile von dieser Anlage bzw. von dieser Fußbremse. Und wie man das jetzt einbaut, das zeige ich euch Schritt für Schritt und dann machen wir das jetzt gemeinsam. So, um diese Beläge richtig ansetzen zu können, bauen wir einen Teil dieser Beläge schon außerhalb vom Achswellenflansch, bauen wir den schon zusammen. Wir nehmen einmal die Oberseite, schauen, dass diese ovale Aussparung in Fahrtrichtung zeigt, weil das braucht man dann nachher, dieses Loch, um diese Feder einzuhängen, die 2 Bremsbeläge miteinander verbindet, und dazwischen kommt ja dann das Einstellrad und diese ovale Aussparung, die horizontal angeordnet ist, hier auf der rechten Seite, die muss nachher hinter sein, da hängen wir dann unsere Rückzugfeder ein. Da müsst ihr drauf schauen, dass er hier die Richtung nicht verwechselt und quasi den Belag falsch rum einbaut. So, bei dem Stellrad, bei der Diagonalpendelachse mit Anfahrtsdrehmoment, muss dieses Stellrad immer in Fahrtrichtung zeigen und mit dem Rad nach unten. Ja, das heißt, das ist ja jetzt mein oberer Belag, der kommt jetzt nachher hier oben drüber. Und so setze ich dann das Rad an, setze das untere ein. Ich habe geschaut, dass diese beiden Ovale parallel zum Bremsbelag, diese beiden Öffnungen für die Feder dann auf der gleichen Stelle sind, also nach vorne in Fahrtrichtung zeigt. Und kann jetzt diese Feder hier einhängen und schaue, dass das Ganze dann an Ort und Stelle bleibt. Könnt ihr dann einen kleinen Schraubenzieher nehmen und könnt dann die Feder hier unten einhängen. So, bevor wir die Beläge ansetzen, schmieren wir das Spreizschloss mit dem nötigen Fett noch ein. Das freigegebene Fett, da blende ich euch jetzt die Karte ein, beziehungsweise welches Fett von Mercedes freigegeben ist für dieses Spreizschloss. Das schmieren wir hier nur ruhig ein bisschen großzügig ein. Auch hinter am Schloss selber, man kommt im eingebauten Zustand etwas schlecht hin. Da tragen wir ruhig ein bisschen mehr auf und verteilen das dann an alle beweglichen Teile. Auch gerade an der Stelle, wo dann nachher der Bremsbelag eingesetzt wird, schaut aber, dass man da nicht zu viel auftrage, weil wir wollen das Fett ja nicht auf dem Bremsbelag selber haben. So, bevor wir die 2 Beläge oben und unten dann von links über den Achswelleflansch stülpen, tut euch wesentlich einfacher, wenn er diese Rückzugfeder davor hinterm Spreizschloss schon mal einhängt und auf Position bringt, damit wir dann die Beläge hier hinter dann nachher an die Rückzugfeder einhängen können. Bei der Rückzugfeder müsst ihr darauf achten, die hat 2 verschiedene große Öse. Wir hängen nachher zuerst in den ersten Belag die große Öse ein und dann als letztes diese kleine Öse. Da tut ihr euch wesentlich einfacher, wenn dann nur noch die kleine Öse in den zweiten Belag einzuhängen ist. So, die bringen wir jetzt in Position.
mit der Ösenöffnung Richtung Fahrzeug. Schaue, dass das Spreitschloss ganz am Träger anliegt, weil sonst kommt er hier hinter mit den Federn nicht vorbei. So, jetzt haben wir die auf Position. Beide Öffnungen von der Öse zeigen zum Fahrzeug hin und jetzt können wir von der linken Seite diesen Belag drüber stöbern über den Flansch und hier hinten in die Öse der jeweiligen Feder einhängen und mit der Aufnahme auf die Aussparung im Spreitschloss. So, hier sieht man es jetzt nochmal, die kleinere Öse haben wir jetzt im oberen Belag eingehakt und davor unterhalb vom Spreitschloss hier unten in den Belag eingehakt. So, jetzt haben wir hier die Rückzugfeder in beide Beläge montiert und jetzt müssen wir hier oben noch durch diese ovale Aussparung diese Andrückfeder jetzt hinter im Blech noch einhängen. So, wir schauen mit dem ovalen Loch, dass wir ungefähr auf Position sind mit dem Loch vom Blech hier hinten und gehen dann mit der Andrückfeder, mit der Öse nach hinten, gehen wir hier so rein und dann können wir den Belag nur ein bisschen wegdrücken und dahinter schauen, dass man dann auch an das Loch hinkommt. Und drücken dann mit dem etwas breiteren Schraubenzieher von vorne diese Feder leicht ein und drehen sie dann 90 Grad, so dass sie hinter richtig eingehakt ist. So, die obere Andrückfeder haben wir montiert. Machen noch den Test, nehmt den Bremsbelag und zieht den zu euch her und schaut, dass die Feder auch richtig drin ist, damit die den Belag dann vernünftig festhält, weil sonst wackelt euch dann später innen drin in der Bremsscheibe dieser Belag hin und her und die Feststellbremse funktioniert nicht. So, beide Beläge sitzen ja fest am Blech an, so wie es sein soll. Die obere Andrückfeder und die untere Andrückfeder haben wir drin. Wir haben den Test gemacht, nochmal hinter mit den Fingern in diese Beläge hier hinten am Ende einfahren und schau, auf die sich noch bewegen lassen. Das tun sie nicht. Die sind mit der Feder hier richtig angedückt. Das Einstellen müssen wir halt jetzt nur über dieses Einstellrad hier machen. Da blende ich euch jetzt den Link zu dem anderen Video rein, wie man die Feststellbremse richtig einstellt über das Rad. Wenn die Bremsscheibe natürlich montiert ist, jetzt greifen die Backe quasi ins Leere, jetzt ist ja keine Bremsscheibe montiert. Das müsst ihr natürlich machen, wenn die Bremsscheibe dann wieder auf dem Achswellerflansch drauf verbaut ist, festgeschraubt ist, dann könnt ihr erst die richtige Einstellung machen, damit es passt. Aber wie gesagt, die Infokarte zum Video habe ich euch eingeblendet, dann könnt ihr euch das auch noch anschauen. So, die Beläge sind montiert. Bevor ihr jetzt die Bremsscheibe ansetzt, müsst ihr schauen, dass die Einstellbuchse ganz zusammengeschoben ist, weil sonst bekommt ihr die Bremsscheibe hier nicht über diese Beläge hier drüber. Zum Einstellen habe ich euch ja vorher schon mal die Infokarte zu dem anderen Video eingeblendet. Da könnt ihr dann schauen, wie man das genau macht über diese Radbolzeraufnahme hier mit dem Schraubenzieher da durchfahren und dann dieses Einstellrad in die entsprechende Richtung verstellen, dass sich dann die Bremsbacke Richtung Bremsscheibe bewegen und ihr den richtigen Abstand dann einstellt, damit die Feststellbremse dann auch nachher richtig funktioniert.